So, da sind wir, Conny. Moin. Moin, ihr Landratten. Hier ist wieder Hamburg Hafen Live. Bei mir ist der Conny. Die meisten von euch kennen ihn ja. Und ja, wir hatten eben noch einen heftigen Regenschauer. Aber jetzt, hey, Daumen drücken. Daumen Dass es so drücken. bleibt. Ja, wir sind hier auf der Dachterrasse vom Gin Hotel. Haben einen sensationellen Ausblick. Also da schicken wir als erstes mal ein ganz, ganz dickes Dankeschön an das Team vom Gin Hotel, die uns hier auch super versorgt haben. Zigmal gefragt, ob wir was trinken wollen und so sehr weiter. nett, wirklich. Also das ist Herzlichen wirklich ganz, ganz toll. Und kann ich nur empfehlen. Also ihr werdet den Blick ja gleich sehen, den man von hier oben hat. Also wenn nicht so ein Wetter ist wie heute, kann man hier wirklich richtig schön sitzen Sehr und gut. dabei ein bisschen Schiffe gucken. Also Ja. das ist schon sehr, sehr cool. An der Stelle, ich habe auch versprochen, wir machen noch ein bisschen Werbung. Da bricht man sich keinen Zacken aus der Krone. Falls ihr Silvester noch nichts vorhabt, könnt ihr von dieser Dachterrasse im Gin Hotel das Silvesterfeuerwerk beobachten. Ja, da haben die hier ein schönes Event. Ich poste gleich auch mal den Link in den Chat. Also, ja, wenn Kann ich mir jemand gut vorstellen. Ja. So, jetzt geht es aber langsam los. Ich gehe erstmal auf die Hauptkamera, stelle uns mal auf. Wir brauchen uns brauchen wir ja gar nicht sehen, ne? Eigentlich nicht. So, ich muss erstmal gucken, ob hier alles soweit funktioniert. Und ihr seht, ja, wir haben also wirklich einen sensationellen Blick. Das Licht spielt auch wunderbar mit. Es sind auch schon schlappe 2000 irgendwas Leute dabei. Flugzeugträger, Conny. HMS oder HMS Queen Elizabeth. Das Flaggschiff der British Royal Navy. Und der Conny hat die ganze Einsatzplanung gemacht, was die Schlepper angeht. Wollen wir damit mal anfangen, dass wir vorab mal jetzt noch ein paar Infos geben, bevor der kommt. Wir haben jetzt noch etwas, ich schätze mal, dass wir noch so 20 Minuten Zeit haben, 15, 20 Minuten. Und deshalb dachten wir uns, starten wir schon. Was ist die Herausforderung? So lang ist das Teil ja gar nicht mit 283, 84 Metern. Also die Größe des Fahrzeuges ist eigentlich, sage ich mal, weder für die Schlepper noch für die Lotsen eine große Herausforderung. Es geht eher so um die Bauform, um die Machart des Fahrzeuges. Ne? Also um da so ein bisschen Licht mal ins Dunkel zu bringen, muss ich im Vorfeld erwähnen, die Machbarkeit, da wurde ich einfach gebeten, mal zu gucken, was ist aus Kapitänssicht eventuell schwierig, bei diesem Job, den so durchzuführen. Was brauchen wir, was müssen die Schlepper haben, welche Abmaße dürfen sie haben. So, weil jedes Schiff, was ja hier so im Hafen ist, hat ja irgendwie einen Agenten, also eine Schiffsagentur und Makler, die sich so ein bisschen um die ganzen Belange kümmern. Ne? Um die Ladung, um den Müll, um irgendwelche Gangways, um Festmacher, um Schlepper, damit die eben nicht alle, ich wollte beinahe sagen Gewerke, sondern alle Institutionen einzeln anrufen müssen. Gibt es eben die Leute hier im Hafen, die sich so um jedes Anliegen des Fahrzeuges kümmern. So. Und die zuständige Agentur ist dann auf uns zugekommen und hat gesagt, guckt mal, so und so machen die das in England, die Anläufe. Was brauchen wir für Hamburg? Ne? Wichtig ist erstmal zu erwähnen, das Fahrzeug geht da drüben zum Cruise Terminal nach Steinwerder. Das ist ja so, wie soll man sagen, so komisch gebaut ist, ich nenne es mal komisch, also so wahnsinnige Überhänge hat durch dieses Flugdeck, ist natürlich das Problem, das Fahrzeug darf sich aber am Tidenhub nicht irgendwo an der Pier aufhängen, beziehungsweise eine Beschädigung erfahren. Und deswegen hat man dort Pontons, also kleine schwimmende Vierecke in den Hafen reingelegt, da nochmal Fender ran, also Abweiser, die sozusagen die dynamische Bewegung aufnehmen und das Fahrzeug so ein bisschen von der Pier weggelegt. Ne? So. Und die Schlepper müssen halt aufpassen. Wir werden das Fahrzeug insgesamt mit 5 Schleppern bearbeiten, ich nenne es mal so. Und es ist so, dass 2 Achtern festmachen werden. Einer wird vorne festmachen, im vorderen Schiffsteil. Und 2 Schlepper an der Seite müssen an den sogenannten Druckpunkten, meistens steht da ja Tack dran, Englisch für Schlepper. Das sind also verstärkte Punkte an der Schiffsaußenhaut. Dort können dann die Schlepper drücken. Diese müssen aber folgende Bedingungen erfüllen. Sie müssen nämlich in der Lage sein, ihren Mast zu klappen, weil uns bleibt quasi nur von der Wasseroberfläche bis zu dem ersten Überhang vom Flugdeck circa 9 Meter. Das alles variiert natürlich auch in Abhängigkeit des Tiefganges. So, nun kann man sich vielleicht vorstellen, dass bei Salzwasser, also sprich draußen in der Nordsee, taucht das Fahrzeug ja aufgrund der Dichte des Wassers weiter aus und hier im mehr oder weniger, ich nenne es mal Brackwasser, also nicht ganz so salzhaltigen Wasser, taucht das Fahrzeug weiter ein. So, dementsprechend mussten wir natürlich Längen der Schiffe vergleichen, waren im engen Austausch
über die Agentur mit dem Schiff selber, welche Schlepper wir da verwenden. Das Gute ist, wir haben ja 2 Fahrzeuge hier im Hafen, aktuell die Fairplay 38 und den Peter sowieso, die immer den Mast auf Knopfdruck klappen können, also sprich hydraulisch. Die anderen Fahrzeuge haben natürlich die Möglichkeit auch, müssten das dann aber mit Hilfe eines Mobilkranes. So, dementsprechend erhöht sich natürlich der Aufwand und man kann sich ja auch vorstellen, dass Schiffe, die hier im Hafen unterwegs sind, laut Kollisionsverhütungsregeln natürlich auch einer gewissen Pflicht zur Führung von Lichtherren unterliegen. So. Naja, und all das waren so Sachen, mit denen ich mich so die letzten Wochen mit meinen Kollegen gemeinsam beschäftigt habe und wir überlegt haben, welche Fahrzeuge kommen dort zum Einsatz. Wir haben eng mit den Hafenlotsen gesprochen. Entscheidend ist natürlich auch immer, werden wir gleich sehen, das Fahrzeug hat eine ziemlich große Segelfläche. Kann man sich ausrechnen, die Quadratmeterzahl. Wenn dann eine gewisse Windstärke herrscht, dann wird das so ein Fahrzeug natürlich beeinflussen. Und wenn man dann Schlepper dran hat, die natürlich so 70 bis 80 Tonnen Last auf die Leine bringen, dann müssen natürlich die schiffbaulichen Strukturen dafür auch ausgelegt sein. So, also das heißt, die Klüsen, die Öffnung, wo die Leinen durchgehen und auch die Poller, wo dann die Schleppleinen drauf liegen, müssen dafür natürlich auch entsprechend, ja, ich sag mal, vorgesehen sein. Und das sind sie glücklicherweise. Ja, ne? Ja, spannend, spannend. Ich habe natürlich mal ein bisschen was gelesen zu dem Flugzeugträger. Ich bin jetzt nicht so der Experte. Du kommst ja, glaube ich, auch so ein bisschen aus der Marine, ne? Nee. Ach nee, wer war denn das? Nee, ich nicht. Also nee, ich gar nicht. Ach so, nee. Ich bin ein reiner Fachidiot. Ah, okay. Aber ich habe mir mal so ein bisschen gelesen, was halt sehr charakteristisch ist an dem Flugzeugträger. Der hat ja vorne so eine kleine Rampe. Ja. Und der fährt in einer sogenannten Short Take-Off and Vertical Landing Konfiguration. Den Senkrechtstarter, ne? Genau, das sind im Prinzip die Senkrechtstarter, die F-35 in der B-Variante. Und, das heißt B? Ja, es gibt halt eine A-Variante, das ist die Conventional. Und das sind halt die amerikanischen Flugträger, die ein Dampfkatapult und ein Fangseil haben. Okay. Das ist dann Conventional Takeoff and Landing. Und der englische, der kommt halt ohne Katapult und Fangseile aus. Und die Flugzeuge beim Start nehmen die so ein bisschen Anlauf. Dann können die aber ihr Triebwerk hinten nach unten klappen. Ach so. Und dann haben die hinterm Cockpit die einen riesigen Propeller nochmal. Wahnsinn. Da klappt dann so eine Luke hoch. Ja. Und ich habe mal ein bisschen Material vorbereitet. Ein ganz, ganz dickes Dankeschön an das Portal Navy Lookout. Der Pete, der hat uns nämlich mal so ein paar Sequenzen zur Verfügung gestellt, wo man mal sehen kann, wie die starten und landen. Okay. Das ist ein 3-minütiges Video und das würde ich euch jetzt mal einspielen. Dann seht ihr einfach mal, wie das da so an Deck zugeht.
Ja, ich hoffe, die Bilder haben euch mal so ein bisschen verdeutlicht, wie das da an Deck zugeht. Also, thanks to our new friends from Navy Lookout, Pete, thanks for providing this awesome footage. Ja, gleich erwarten wir den Flugzeugträger. Also jetzt gerade seht ihr, ist bildmäßig, also heute ist es so abgefahren. Es ist so abgefahren, das Wetter. Ja, spannend. Der Flugzeugträger dreht nicht, der geht immer mit der Steuerbordseite ran, hast du gesagt. Der geht also quasi so ran, wie er kommt. Und es ist ja so, dass wir, na gut, das Wasser läuft noch ein bisschen auf, aber er muss natürlich dann mit den beiden Schleppern hier vorne ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen. Und wenn er quasi die Geschwindigkeit rausgenommen hat, wird das Fahrzeug hier über Steuerbordseite dann in den Vorhafen reindrehen und geht dann quasi zum Cruise Terminal Steinwerder, also wo der avisierte Liegeplatz ist. Ne? So, das ist natürlich dann auch alles ein bisschen gesperrt und alles ein bisschen militärisch und polizeilich überwacht. Ist ja ganz klar bei so einem hochkarätigen Fahrzeug und so einem Anlauf. Ne? Und ja, da wollen wir mal gucken. Also für die Lotsen an sich, die das jeden Tag machen, die drehen ja hier vom Vorhafen auch, muss man sagen, mit 3 starken Schleppern, 400 Meter Schiffe. Ne? Also die können das schon. Aber entscheidend ist halt, einem nützt der Schlepper nichts, wie ich vorhin schon sagte, wenn die Strukturen dafür nicht ausgelegt sind. Und unterm Strich ist es natürlich auch so, dass die Schlepper halt auch wissen müssen, worauf es so ein bisschen ankommt. Ne? Wasser ist genug da, Schiff ist natürlich groß genug. Die Breite und der Überhang ist halt bei dem Fahrzeug wirklich immens. Das muss man mal so sagen. Ja. Ja, und ich sehe ja schon, es kommen hier wieder jede Menge Unterstützung von euch rein. Wir wollen heute mal nicht für jede Spende und Mitgliedschaft einzeln Danke sagen, weil wir uns so ein bisschen auf die Moderation konzentrieren wollen. Ich hoffe, ihr habt da Verständnis für, dass wir jetzt nicht jedes Mal das vorlesen, was ihr hier nochmal in den Chat schreibt. Aber auf jeden Fall seid euch gewiss, ein ganz, ganz dickes Dankeschön für eure Unterstützung. Was halt charakteristisch ist an dem Flugzeugträger, der hat 2 sogenannte Inseln. Also im Prinzip 2 so Brückentürme, kann man sagen. Ne? Und wer zum Beispiel die amerikanischen Flugzeugträger kennt, die haben alle nur einen so einen Aufbau. Der vordere Turm, die vordere Insel, die ist halt im Prinzip die Kommandobrücke. Da passiert auch alles, was so nautisch ist. Und die hintere Insel, die ist dann für die ganzen Flugbewegungen zuständig. Also hinten alles Flugzeuge, vorne dann mehr alles zum Thema Flugbewegung. Ich muss jetzt mal gucken. Ich glaube, ich putze noch einmal die Linse, bevor es hier losgeht. Ich muss der kommt nachher gleich um die Ecke geschlurrt. Genau, ich muss nämlich einmal hier, wir hatten eben so heftig Regen. Jo. Jetzt muss ich noch einmal gucken. Aber da wir hart im Nehmen sind, ja, aber ich uns so habe gerade schnell gesehen, nichts. wir hatten so ein paar Flares hier im Bild. Ja. Das sieht zwar manchmal ganz witzig aus, aber... Ach. Gibt kein schlechtes Wetter, nur die falsche Bekleidung. So. Achso, und wenn man natürlich richtige Bekleidung haben will, ne, ich darf es mal kurz sagen, also wir haben auch unseren, ich muss ihn mal bewerben, also wir haben ganz tolle Sachen, weil auch schon mehrmals die Nachfrage da war. In unserem MyFair Shop kann man bestellen, kann man tragen, kann ich nur wirklich unterstützen und sagen, das ist wirklich qualitativ hochwertig, ganz toll gemacht, nicht nur die Bestickung, also auch grundsätzlich die Qualität der Sachen. Ja, wir haben den Fairplay Shop schon einmal zum Absturz gebracht. Ja, das können wir auch gerne noch ein zweites oder ein drittes Mal machen, also das ist ja kein Problem. Ne? Ja. So, wir sind ganz gespannt. Kann eigentlich nicht mehr so lange dauern. Oh, jetzt blendet das auch noch hier. Also, dass wir heute ja, mehr geht nicht. Also wir haben heute alles dabei. Mit Gegenlicht und ja. Zu kämpfen haben und dass uns das Licht noch blendet. Das hatte ich ja überhaupt nicht auf dem Zettel. Ja, ursprünglich war das ja alles für heute Morgen geplant. Wir waren auch heute Morgen hier. So die ersten Nachrichten, die haben mich irgendwie so um 5:30 erreicht, dass das Ding wohl nicht kommt. Aber der gute Conny war halt auch schon unterwegs aus der Rostocker Gegend. Und da habe ich gesagt, ja, kein Thema, ich fahre auf jeden Fall auch raus, beziehungsweise hier. Ja, Stralsund, genau. Heute früh bin ich um 3 Uhr hoch, um 4 Uhr bin ich losgefahren. Genau. Ja, und haben wir hier halt schön gefrühstückt, haben wir im Hotel nochmal Bescheid gesagt, die Lage nochmal ein bisschen gecheckt und dann kristallisierte sich auch heraus, dass sich das wahrscheinlich auf 15 Uhr verschiebt. Ja, und so nach und nach wurde das dann auch bestätigt. Der war auch die ganze Zeit auf der Reise nicht auf dem AIS sichtbar.
Zwischendurch hat man ihn mal in Dubai gesehen. Ich glaube, in Südamerika wurde er auch mal gesichtet. Ja, Also- du hast ihn überall gesehen. Also bei Marinetraffic habe ich ihn gar nicht gesehen. Nur die Begleitfahrzeuge. Aber sag mal, eine Sache, die mich Ja. gewundert hat, der wird im AIS mit 20 Meter Tiefgang angegeben. Ist das etwas, was man händisch eingibt ins AIS, den Ja. Tiefgang? Ja, Also das heißt, die haben da einfach irgendwas eingegeben? genau. Oder? Also AIS ist ja das automatische Identifikationssystem, was ja auf quasi Ultrakurzwelle über OKW läuft über eine Frequenz. Und der Vorteil ist natürlich, dass es die Navigation ein wenig sicherer machen soll. Ich sag mal, man hat ja Angaben erstmal zum Schiff, die man machen kann. Und natürlich kann man auch eine Destination, also eine Bestimmung eingeben, wo man manchmal halt auf See mit gewissen Vorfahrtsregeln sich einen Kopf machen kann, wo will das Fahrzeug eigentlich hin und wo, auf welcher, ich sag mal, Seeschifffahrtsstraße biegt das Fahrzeug ab. Und dann gehört natürlich dazu, dass man seinen aktuellen Tiefgang auch angibt. Genau, man kann auch aktuellen Kurs und sowas entnehmen. Und wichtig manchmal auch, wenn es um Ausweichregeln geht, man sieht dann noch rechtzeitig den sogenannten Rate of Turn, ROT-Abkürzung, ob so ein Schiff im Negativbereich nach Backbord dreht oder nach Steuerbord dreht. Ne? So, und ja, den Tiefgang gibt man ein. Und ich kann mir vorstellen, das Fahrzeug ist ja ein Militärfahrzeug, hat ja dementsprechend keine wirkliche Ladung, außer eben die Flugzeuge. Nun ist die Frage, was wiegt natürlich so ein Fahrzeug, welche Kapazitäten haben die? Und ich kann mir schon vorstellen, dass die diesen Tiefgang erreichen. Natürlich werden sie auch aus Stabilitätsgründen, Du meinst, sie können 20 Meter Tiefgang erreichen? das kann ich mir vorstellen, ja. Echt? Ja. Also ich meine, ich hätte was gelesen von maximal 11 oder so. Also kommt doch mal ein bisschen, wo 11 die oder Arminge 12. gehen. Ne? Tiefgang beim Schiff liest man ja immer vorne Mitschiffs oder Achtern ab. Und da hat man ja solche Zahlen am Rumpf. Und das sind die sogenannten Arminge. Ne? Ja. Da kann man dann immer gucken, welchen Tiefgang quasi das Fahrzeug hat. Ne? Ganz wichtig. Ja. Ja, es gab auch schon den Hinweis, dass es eventuell sein könnte, dass die Briten das einfach in Fuß eingegeben haben. Das ist durchaus möglich. So genau habe ich die Arminge nicht gesehen. Aber klar, die Briten, das kann auch Fuß sein. Ne? Aber Bloß 20, was ist 20 Fuß? Was ist das? ein Fuß war ja was bei 0,3, ja, ein bisschen, fast 7 Meter, ja. Fast 7 Meter so um Also- den Dreh, ne? Ja, wobei 6 Meter, das kann sein, das glaube ich aber nicht. Also das Fahrzeug wird wohl schon ein bisschen mehr Tiefgang haben bei der Größe. Das müssen die ja natürlich auch letzten Endes immer überprüfen. Ne? Die Schiffsstabilität, das ist ja sozusagen das Wiederaufrichtungsvermögen des Schiffes, also bei Krängung. Ne? So, davon geht man natürlich aus. Deswegen kann man ja auch auf dem Schiff, gut, nun ist das Fahrzeug sehr breit, kann man nicht einfach irgendwo immer was hinstellen oder Ladung verschieben. Das geht nicht. Ne? Also man muss das immer in Abhängigkeit der Stabilität machen. Längsstabilität, Querstabilität, dafür gibt es Programme, das wird berechnet. Früher hat man das natürlich auch zu Fuß berechnet, aber das ja, muss man natürlich im Auge behalten und ist ja Aufgabe der Schiffsführung, also sprich primär des Kapitäns. Ne? Ja, ich weiß nicht, hast du es geschafft, mal ein bisschen in den Chat zu gucken? Ich bin hier gerade so mit dem Licht beschäftigt. Ja. Ja, ist, glaube ich, heute ein bisschen schwierig mit Fragen. Aber ich gucke nebenbei mal rein, wenn jemand eine Frage hat, ich stehe gerade davor. Conny steht ein bisschen besser. Bin- Der Ja. kann den Chat gerade gut lesen. Also falls du da irgendwas Interessantes Genau. aufschnappst, gerne her damit. Ich wollte mal Danke für den Tipp sagen. Wie bitte? Danke für den Tipp. Gerne. Ja, moin moin nochmal, die gesamte Community. Ja, Ne? guck dir das mal an hier, das Bild. Also, Ja, das wird hier vorne sicherlich auch gleich Sperrzone werden. Also ich kann mir vorstellen, dass das gleich polizeilich ein wenig abgesperrt wird hier. es gab noch eine Pressemitteilung, die ich in die Hand bekommen habe. Und da stand drin, also Begrüßung von Schiffen jeglicher Art ist ausdrücklich erwünscht. Kann Conny mal ein Hörbuch aufnehmen? Wieso das? Aber vielleicht vermarktet Paddy demnächst Hörbücher. Frage ist, worüber? Connys Seefahrtsgeschichten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So viel gibt es dann auch wieder nicht zu Ich erzählen. muss erst mal gucken, ob ich hier noch ein Taschentuch finde. Also es ist super Nasenlaufwerk. Paddy sagte letztens, alle Schlepper haben weibliche Namen. Ist Peter kein Schlepper? Naja, Schiffe grundsätzlich sind ja eigentlich weiblich. Man sagt ja meistens die, weil das kommt ja so ein bisschen die christliche Seefahrt. Seeleute waren ja ursprünglich gläubig und hatten ja auch meistens Frauen als Galionsfiguren, keine Männer. Also da kommt das halt ein bisschen her. Ne? Das ist es. Und das hat eigentlich den einzigen Hintergrund. Ja, also
das ist der Ausblick, den ihr genießen könnt, wenn ihr hier Ja. auf dem Gin-Hotel sitzt. Ich war mit Tanja auch schon mal hier, mit Tanja und Schwester Hansen. Und da haben wir ein bisschen Cocktails geschlürft. Kann man machen, ne? Also ja, 5 Grad mehr wären nicht schlecht. Ja gut, man kann nicht alles haben. Also, wir haben ja schon vieles gehabt. Ja. Und also ihr könnt hier übrigens auch auf die Dachterrasse, Conny wenn Seemannsgarn. ihr nicht Gäste Gott, im oh Gott, oh Gin-Hotel seid. Also wenn ihr mal in Hamburg seid und ihr sagt, Mensch, ich habe Bock irgendwie auf Schiffe gucken und hier so ein bisschen Kreuzfahrer oder auch Containerterminals. Also Leute, das ist hier die Pole Position. Ich bin völlig aus dem Häuschen. Warum fährt das Schiff Hamburg an? Ja, es gab ein Flottenmanöver draußen und soweit ich weiß, ist das aber einfach nur ein Besuch. Also das hat jetzt keinen näheren Hintergrund. Ich glaube, selbst wenn dem so wäre, würde man uns das nicht sagen. Das weiß ich auch nicht, aber meine Information, die habe ich der Presse entnommen, ist, dass das Fahrzeug hier einfach nur mal zu Gast ist und dass die Königsfamilie aus England einfach mal sagte, Mensch, schönes Hamburg, war ein toller Besuch, ich schicke euch einfach mal mein Flaggschiff vorbei. Wir wollen mal 1500 Seeleute auf die Reeperbahn schicken. Puh, ich glaube, damit sind auch einige, wie soll man sagen, Institutionen mit überfordert, aber das ist ja das eine andere kann Sache. Ich habe noch was gelesen davon, dass die einfach eine gewisse Einigkeit zeigen wollen, dadurch, dass halt Schiffe sich da durcheinander Einen Podcast machen. einen Podcast Podcast, dazu nee, machen. einen Ein Podcast, ja. Ja, finde ich eine super Idee. Ja. Vielleicht müssen wir Conny mal als Gast zu Brittershafen Podcast schicken. Sagt mir irgendwie was. Ja, Da warum waren, nicht? ich glaube, da waren auch schon. Ich glaube, unser war schon Ausbilder war schon da. Da war schon mal jemand von Ja, euch das kann sein. Das Und, kann sein. Also den Brittershafen Podcast. Na, Da muss, kommt der muss langsam Conny um mal. die Ecke? Da gucken wir mal. Ja, Einen ich sehe Augenblick noch wieder, wo wir nichts. brauchen. Ihr könnt ja gerne mal aufs AIS schauen, was da los ist. Ne? Ja, 6000 Leute, Conny. Wahnsinn. Also alles, was du jetzt sagst, das Schlimme ist, der Chat vergisst ja nie. Nee, ich weiß. Deswegen, ich wähle meine Worte mit Bedacht. Ich hoffe, ihr seht es mir nach. Ja, dass ich natürlich nicht alles beantworten kann, ist ja auch klar. Ich bin ja nicht hier, ich habe ja die Weisheit nicht mit Löffeln inhaliert. Ne? Also von daher, wenn jemand eine Frage hat zum Schlepper oder irgend sowas, das kann ich, glaube ich, noch beantworten oder zum Hafen. Aber seht es mir nach, wenn ich nicht alles beantworten kann. Ne? Ich bin völlig aus dem Häuschen, was das Wetter angeht. So gesehen haben wir ja noch Glück mit der Verschiebung. Eine schöne Podcast-Stimme. Was denn? Ja, ich habe viel mit Briketts gegurgelt in meiner Kindheit, deswegen habe ich so eine Stimme. Ja. Hubschrauber ist auch unterwegs. Das ist natürlich für uns als Fairplay ist das natürlich auch, muss man sagen, ist schon ein prestigeträchtiger Anlauf. Ne? Und dass wir natürlich so ein bisschen die Ehre haben, das Fahrzeug zu assistieren, das freut uns natürlich auch. Ne? Also wenn wir gleich sehen. Also da ist insgesamt schon mächtig Fahrzug dran. Ne? Ihr wisst ja, unser RSD-Schlepper Fairplay 95 und 96, die haben ja jeweils 80 Tonnen Fahrzeug. Fairplay 94 liegt bei 71 Tonnen, Peter ebenso. Und wir haben ja dann sogar mit fast über 90 Tonnen die Fairplay 38. Ne? So, der drückt dabei nur. Und man kann sich natürlich auch denken, wie ich vorhin sagte, für die später zugeschaltet haben, also wir mussten die Auswahl wirklich so treffen, dass die Schiffe, die auf Leine sind, gut arbeiten können, auch entsprechend der Platzverhältnisse. Wasser ist genug da. Und dass die Schiffe, die halt an der Seite drücken, an Backbordseite, wirklich nur vorne den Druckpunkt benutzen und achtern, dass sie quasi das Schiff nicht beschädigen und den eigenen Schlepper nämlich auch nicht so. Und dafür konnten die Jungs zum Glück hydraulisch ihren Mast klappen. Diese Vorrichtung hat nicht jeder Schlepper, weil ja, wann klappt man mal den Mast? Und wir hätten sonst natürlich Fahrzeuge zur Werft bringen müssen, entsprechend vorbereiten müssen, den Mast zu klappen, aber dann hätte man eventuell auch für, ich sag mal, vorangegangene Assistenzen nicht zur Verfügung gestanden. Und das sind halt alles so Sachen, die man zusammen im Kollegium natürlich besprechen muss, wo man sich Gedanken drüber machen muss. Selbst die Kollegen, die an Bord sind, muss man natürlich entsprechend mit einbinden, ob da noch Fragen irgendwo sind für so ein Fahrzeug. Ne? Denn man möchte das natürlich schon qualitativ hochwertig auch begleiten, sprich assistieren. Und dann soll das auch alles vernünftig funktionieren und nicht einfach irgendwie hinfahren und wir gucken mal, wie was klappt. Das kann man sich vorstellen, geht nicht. Und gerade bei den jetzigen Wetterverhältnissen, das ist natürlich auch wieder prädestiniert. Als gutes Beispiel, Paddy hat es ja vorhin auch gemerkt, wir hatten Wind, wir hatten Regen, jetzt haben wir Sonne, wir hoffen, das bleibt natürlich so. Schlussendlich, so ein Fahrzeug muss natürlich nachher beim Anlauf an die Pier eine gewisse Geschwindigkeit haben, relativ langsam werden. Und dementsprechend kann es natürlich auch sein, dass so ein Schiff mal ins Segeln kommt. Ne? Deswegen ist eben auch diese Anzahl an Assistenzschleppern auf jeden Fall notwendig, um das Fahrzeug sicher zu handeln. Das Fahrzeug ist ja auch mit mehreren Lotsen besetzt, also die da auch gemeinschaftlich zusammen mit den Schleppern das Manöver eben einfach gut arbeiten und vor allem den Kapitän so gut wie möglich
unterstützen. Ne? Wie war so die Kommunikation? Hast du direkt mit dem Kapitän Kontakt gehabt? Nee, oder? über die Agentur habe ich das gemacht. Ich glaube, es gibt da auch extra eine Agentur, die sich so auf Militärschiffe spezialisiert haben, ne? Die dann auch so diese ganze Proviantgeschichte und so weiter. Das machen die alles. Die haben dann ja Schiffshändler an der Hand. Da gibt es ja, ich glaube, Kloska gibt es ja dann, ne? So Schiffsversorgung, Rostock und so. Da hast du Müller und Böttger. Also du hast da ganz viele Unternehmen. Das ist je nachdem, wer mit wem zusammenarbeitet. Aber schlussendlich sehe ich da schon einen großen Mast. Da kommt er gleich. Du brauchst halt immer eine zentrale Stelle, die halt zusammenläuft. Also sag mal, der Kapitän sagt ja, wann er wo sein will. Und dann sagt ihm eben der Agent, pass mal auf, du brauchst für das Schiff so und so viel Lotsen. Die Vorschriften sind wie folgt. Wir haben so und so viele Schlepper zur Verfügung. Und das kann er sich ja nicht alles merken. Deswegen ist es ja wichtig, dass er quasi jemanden an der Hand hat, der ihm ein Portfolio an Dienstleistern zur Verfügung stellt. Und natürlich auch Lotsen, also sprich ortskundige Berater, die genau wissen, wo ist hier was und wo ist welche Strömung, wo kommt welcher Schlepper zum Einsatz, die den Kapitän einfach gut beraten. Weil wenn er das für jeden Hafen, wo er hinfährt, wissen müsste, dann müsste er sich ja ein halbes Jahr vorher vorbereiten. Das geht ja gar nicht. Ne? Dann würde kein Fahrzeug irgendwo in den Hafen So, der müsste reinkommen. jeden Moment hier Ja. ins Bild fahren. Ich glaube, ja, die Polizeieskorte vorweg kommt jetzt schon. Und dann geht das hier jeden Moment los. Ja, ich bin gespannt. Von dieser Position können wir natürlich auch so ein bisschen aufs Flugdeck gucken. Wir hatten Ja. vorhin schon sensationelle Bilder beim Dennis in der Elbcam. Also wirklich, der hatte so ein Glück auch mit dem Licht. Aber da Das heißt, konnte man mir schon gönnt. erahnen, dass sie natürlich keinerlei Fluggerät an Deck stehen haben. Ein bisschen schade, hätte Ja. ich mir gerne angeguckt, aber von hier können wir natürlich so ein bisschen von oben drauf Ich lese hier gucken. gerade, ja, Conny ist von Fairplay. Mehrere Lotsen an Bord und Radarberatung. Naja, es kann sein, dass er beraten wird, aber eigentlich glaube ich das beinahe nicht. Also, weil die Lotsen sind da, sie melden sich an bei der Verkehrsbehörde. Die haben ja ihre Portable Pilot Unit dabei, also quasi ihre elektronische Seekarte, wo sie so ein bisschen unabhängig von der eigenen Schiffselektronik an Bord navigieren können. Die haben natürlich ihre Bezüge an Land, auch Landmarken, entsprechend der Schiffsgröße. Also die sind da sehr, sehr trainiert. Ne? Das sind auch Profis auf ihrem Gebiet, die jeden Tag hier Fahrzeuge manövrieren, drehen, schleppen oder schleppen lassen und auch die Schlepper dirigieren. Ne? Also die wissen schon, wie so ein Fahrzeug reagiert auf Anströmung, auf Schleppkräfte, auf den eigenen Schiffspropeller und. Also Guck mal, Polizei ist sogar mit Zodiacs unterwegs. ja. Das war die ganze Elbe, hat das Fahrzeug quasi Begleitung bekommen. Ne? So, müsste eigentlich jeden Moment hier ins Bild Wo kommen. finde ich den Shop von Fairplay? Ja, weiß ich nicht. Muss Paddy mal einblenden. MyFairNet. MyFairShop oder so ähnlich heißt der. MyFairShop, einfach eingeben bei Google, eigentlich findet man den. Ne? Fairplay Shop, dann findet ihr den. Ansonsten kann Tanja den auch nochmal Ja, das wäre doch lieb. posten. Und ich kann euch sagen, die neuen Mützen sind sensationell. Ich habe sie gerade auf, ich habe warme Ohren. Trotz des Ich Wetters. auch, Ast rein. So. Da kommt was ums Eck. Genau, die Lotsenpflicht, die geht natürlich immer von Revier zu Revier, ist die unterschiedlich, geht dann um Schiffsgröße und dergleichen. Und muss man mal gucken, wie viele Lotsen man dann manchmal braucht. Ne? Boah, ist das ein Oschi. Ja, das ist ein ganz schönes Geschoss. Ne? Ja, ist halt so sehr, also ich sag mal, ist halt von der Form irgendwie anders. Ne? So ein Containerschiff ist natürlich Ja. noch mal deutlich mächtiger. Genau, und es ist ja so, dass du als Schlepperfahrer auch mal guckst, egal wo die Druckpunkte sind, wo man natürlich drücken kann am Fahrzeug. Und da wird die Community gleich super sehen, gerade an der Backbordseite, die wir ja zu sehen bekommen. Vorne in dem Bereich geht das eigentlich noch, ne? So, aber hinten unter dem Unterhang, das ist wirklich nicht so einfach. Da mussten wir wirklich gemeinschaftlich, ich sag's nochmal, wirklich uns einen Plan überlegen, welchen Schlepper wir nehmen. Ja, es tut weh, da nicht selber zu assistieren. Das tut es immer. Schlepperfahren ist einfach schön. Ja, Conny, Herr Flottenkapitän ist jetzt in der Administration. Nee. Das ist nicht richtig. Ich fahre ja immer noch. Also ohne Fahren ist nicht. Das wird nie passieren. Dafür macht das viel zu viel Spaß.
Ich bin gespannt auf das Manöver. Wobei, heute wird er ja nicht gedreht, dann erst bei der Abfahrt. Ja, genau. Ne, die Fahrzeuge sind fest, die Lotsen sind da, alles ist gut. Und dann werden wir auch gleich sehen, dass das Fahrzeug, wie man sagt, so stufengerecht, also so wie er kommt, dreht er gleich hier nach Steuerbord rein in den Vorhafen und dann geht er auch entsprechend zu seinem Liegeplatz hin. Ne? Also genug Platz ist auch im Vorhafen, dass das Fahrzeug also auch schön um die Ecke rumkommt und da vernünftig positioniert werden kann. Mensch, heute bin ich froh, dass wir diese vernünftigen Mützen aufhaben, wa? Also das Fahrzeug liegt heute an und zwar drüben Cruise Terminal Steinwerder und wird circa eine Woche hier bleiben. Guck, da kommen deine Jungs. Jawohl, ja. Ne, also wir sehen vorne haben wir einen RSD-Schlepper fest, ne, die Auswahl haben wir festgelegt. Wir haben ja die 96 Achtern und die 95 vorne. Vorne Backbord zum Drücken wird dann die Fairplay 38 drücken, der Peter Backbord Achtern. Und wir haben Achtern die Fairplay 94 und die Fairplay 96 fest. Das große Radar oben ist aus, dreht sich zumindest nicht. Ja. Na, ich denke mal, das ist halt für die Lotsen auch immer spannend, weil die natürlich gucken müssen, wie das alles so funktioniert. Ne? Also, ich sag mal, gerade die Sicht auf dem Fahrzeug ist ja auch was völlig anderes, aber da stellen die sich drauf ein und wie gesagt, das sind wirklich Profis, die kriegen das hin. Und man sieht auch, wenn man genau hinguckt, vorne an Backbordseite hat man so ein kleines graues Kästchen. Das kann man hinten ja auch erkennen. Und dieses graue Kästchen ist quasi der offizielle Druckpunkt. Da steht TUG dran, TUG, Englisch für Schlepper. Das ist die verstärkte Schiffsposition, wo quasi ein Schlepper drücken kann, ohne dass er was kaputt macht. Ne, das kann ja auch sein, dass Schiffe bei ablandigen Winden mal an ihren Liegeplatz gedrückt und sozusagen gesichert werden müssen. Ne? Das kann passieren. So. Und wie man jetzt genau sehen kann, der Achtern mitläuft, der Peter, da ist nicht viel Platz, ne? Der muss genau unter die Achtere und der Führung unter. Das sehen wir gleich, wenn das Fahrzeug hier vorbeifährt. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass man nicht erstens, wie ich schon sagte, um den Tiefgang des Fahrzeuges weiß und in Abhängigkeit die Höhe, Wasseroberfläche bis zum ersten Unterzug, sondern dass das halt auch mit den Schlepperhöhen bei geklapptem Mast genau hinkommt. Ganz, ganz wichtig. Ja, man sieht, das Fahrzeug hat auch eine gewisse Geschwindigkeit. Also es kann natürlich sein, dass wir schon ein bisschen Fahrt aus dem Schiff rausnehmen, beziehungsweise gar nicht so schnell fahren, weil wir haben immer noch ein bisschen auflaufendes Wasser. Also wird das Fahrzeug gleich nach Steuerbord in den Vorhafen drehen. Boah, ich kann kaum was erkennen. Ja, das ist jetzt gerade die Sonne, ne? Fluch und Die Segen, Sonne ne? ist gerade... Ich hoffe, dass ihr schöne Bilder seht. Ich sehe nichts. Ach, guck mal, da stehen ein paar Fahrzeuge an Deck. Ja. Ja, man sieht Achter ein bisschen Bewegung, also die helfen Achter schon jetzt ein bisschen mit, zumindest der Achterschlepper, ne, der fällt jetzt ein bisschen quasi mit und wird wahrscheinlich schon ein bisschen mithelfen, das Heck rechtzeitig rumzuholen. Der Vorteil ist halt mit zwei Schleppern, wenn man jetzt Achtern fest ist, dass natürlich jetzt einer, ich sag mal, zu seiner Backbordseite, hier ist ja die Kommandosprache so, dass der Lotse mir immer meine Schlepperseite nennt, in die ich arbeiten soll. So. Das heißt, der Schlepper, den wir da achtern sehen, der arbeitet jetzt zu seiner Steuerbordseite
Und der Schlepper auf der anderen Seite, den wir noch nicht sehen, die Fairplay 94, arbeitet jetzt quasi zu seiner Backbordseite. Nicht wundern, das macht er umgekehrt, weil es ein ASD-Schlepper ist. Ne? So. Und wir sehen, Jetzt hört man auch die Maschine. ja, ich weiß gar nicht, ob das Fahrzeug hat. Nee, genau, Bugsteuerruder hat es wahrscheinlich nicht. Und jetzt sieht man achter nochmal den Peter, ne, der sich da an diesem kleinen grauen Kästchen aufhält, also an dem nächsten Druckpunkt achtern. Und da ist wirklich, wirklich einfach nicht viel Platz. Und da muss er sich ganz vorsichtig untertasten. Ne? Das heißt, mit 2 Schleppern achtern kann jetzt sogar einer Geschwindigkeit aus dem Fahrzeug rausnehmen und der andere kann den Dreh unterstützen oder auffangen dergleichen. Wichtig ist so bei so Manövern immer, dass die Schlepper, wenn sie achtern fest sind, annähernd die gleiche Schlepplänge haben, Schleppleinlänge, sodass, wenn sie hydrodynamisch beeinflusst werden und quasi ein wenig gegeneinander kommen, dass sie sich auf den gleichen Stellen treffen. Ne? ASD steht für Azimut Stern Drive. Das heißt quasi, der Schlepper hat vorne die Winde und den Kraftangriffspunkt, den sogenannten Bock, und ganz hinten am Ende des Fahrzeuges hat er seine beiden Ruderpropeller, zweimal 360 Grad drehbare Schrauben. Ne? Das ist quasi ein Design, weil Traktorschlepper fahren ja immer vorwärts, so haben quasi hinten die Winde und im vorderen Drittel ihrer Antriebe. Problem ist da nur, dass sie mit zunehmender Power kriegen sie immer mehr Tiefgang. So, also hat man irgendwann sich mal überlegt, warum macht man das nicht einfach umgekehrt? Macht einen Schiffsrumpf, den braucht man ja, um vernünftig steuern und geradeaus fahren zu können, vereinfacht gesagt. Und hängt unten unter das Heck, hängt man einfach die Antriebe. So, dann kann man quasi immer mehr Power bauen, immer größer und wird mit dem Tiefgang nicht so exorbitant groß. Das ist so der Sinn dahinter. Ne? Ja, und da sieht man, wird der Dreh unterstützt. Ne? Eine Schlepper läuft mit, ja, nicht so ganz viel Last auf der Leine. Vorne scheint er auch ein bisschen zu helfen jetzt. Ne? Ja, liegt sich schon mal klar, ne? Also beim Reindrehen. Das ist ja entscheidend. Ne? Das heißt, wahrscheinlich werden die Kollegen jetzt ganz viel mehr mit den Schleppern machen als mit der Hauptmaschine. Und deswegen braucht er halt auch die Leistung. Man sieht jetzt hier hinten der Schlepper, der fest ist, ne, der seitlich mitläuft. Der liegt eigentlich nur klar, der unterstützt nicht. Aber der hat sich klargelegt, um notfalls gleich antauen zu können. Und die Fairplay 94 liegt mehr oder weniger achter an. Dreht jetzt so ein bisschen zu seiner Backbordseite, jetzt sieht man es, und fängt jetzt quasi den Dreh ein bisschen auf. Weil wir haben Flut und das Fahrzeug wird natürlich auch so ein bisschen jetzt nach Backbord gedrückt, weil es jetzt den Flutstrom auf die Steuerbordseite bekommt. Ne? So. Und jetzt sieht man, dass der Schlepper quasi, jetzt laufen beide so ein bisschen Butterfly-mäßig mit. Der eine kann zur einen Seite arbeiten und der andere zur anderen. So. Das geht aber wirklich flott. Das ist gar nicht nach meinem Geschmack. Ja, die müssen aber leider auch richtig, die müssen rechtzeitig rein, ne? Jetzt nicht mit Schmackes, aber halt so, dass sie, ich sag mal, entsprechend aus dem Stromschnitt rauskommen. Weil im Vorhafen selber, wenn sie quasi mit dem Heck, mit der Pier abschließen, passiert nicht mehr viel. Und man sieht, jetzt rutscht das Heck auch so ein bisschen rein, ne? So, deswegen ist die Fairplay 94 klar, um den zu halten. Und die Druckschlepper kommen eigentlich wirklich erst zum Einsatz, wenn das Fahrzeug kurz vor der Pier ist. So, das heißt also, bei so einem großen Fahrzeug, selbst da müssen natürlich die Kollegen alle zusammen interagieren. Ne? Die Lotse gibt Kommandos und sagt 94 mal 4 Backbord halbe. Oder 96 leg dich mal klar, 4 Steuerbord. So, die anderen beiden sind vorne klar für Druck. Und jetzt sieht man es nochmal wirklich von hinten, von was für einem Überhang wir eigentlich sprechen. Ne? Ja, und die Taue sind so ausgelegt, dass, ich sag mal, der Schlepper hat 80 Tonnen Fahrzeug. Die haben locker mindestens das Doppelte an Bruchlast, also Zerreißlast in ihren Schleppleinen. Ne? Locker, also Minimum. Ne? Dafür gibt es auch Anforderungen. Von der Klassifikationsgesellschaft, die quasi sagt, die Leinen müssen entsprechend ausgelegt sein, entsprechend also in den Dimensionen im Durchmesser sowohl als auch vorrangig in der Bruchlast, in Abhängigkeit der Power des Fahrzeuges. Das ist ganz wichtig. Ja, hier sehen wir auch diese Rampe noch mal ganz schön. Und jetzt sieht man das nochmal, ne? Dieser Überhang. Also wenn man da ein Problem mit dem Mast hat, jetzt sieht man Fairplay
38 läuft quasi voraus. Der wird jetzt ein bisschen drinnen bleiben, wahrscheinlich schon im Hafenbecken. Oder er läuft auf die andere Seite, um vielleicht da noch was zu machen. Um notfalls zu helfen, also Standby zu sein. Und jetzt werden die Lotsen mit Hilfe der beiden Schlepper die ganz vorsichtig da reinzirkeln. Ne? Kann auch sein, dass sie ihre Leinenlängen noch mal ein bisschen variieren. Also sprich ganz kurz noch mal kürzer machen. Auch das passiert natürlich nur in Absprache mit dem Lotsen. Ne? Weil der Lotse muss sicher gehen, dass er überall sofort die Power zur Verfügung hat. Jetzt sieht man, Fairplay 38 läuft auf die andere Seite. Vielleicht um das Schiff auch eventuell mit reinzudrücken. Ne? Also quasi um Standby zu sein. Heißt nicht, dass er was machen muss, aber der Lotse schickt ihn jetzt auf die andere Seite. Und dann ist er da quasi erstmal und wartet auf weitere Anweisungen vom Lotsen. Ja. Und nun kann man sich auch gut vorstellen, wenn jetzt hier Windstärken 5 bis 6 oder noch mehr herrschen sollten, wenn das Schiff gar nicht hätte nicht kommen dürfen, dann kann so ein Fahrzeug mal eine richtige Segelfläche entwickeln. Ne? Und da sehen wir die Fairplay 94. Interessant, ich sagte es gerade, jetzt macht er kürzer. Da hat er kürzer gemacht, jetzt geht er weiter ran, macht noch kürzer, weil er weiß, das Fahrzeug dreht gleich weiter nach Backbord in den Hafen rein, ins Hafenbecken. Ne? Ist das Schiff ein Rechtslenker? Ja, wahrscheinlich ein Rechtsdreher ist gemeint. Also die Richtung des Radeffekts der Schraube, ne, wie sie agiert. Das kann sein, das weiß ich nicht. Da habe ich keine Informationen. Ja, hier kommt auch immer noch mal irgendwie eine Frage zu der Rampe vorne. Also dieser Flugzeugträger hat eine sogenannte Short Take-Off and Vertical Landing Konfiguration. Das heißt, er hat keine Katapulte und Fangseile, wie man das aus Top Gun kennt. Ja, so kennt man das typischerweise. Ja. Und das heißt, ja, die Flugzeuge an Bord sind die F-35 in der B-Variante, sogenannte Senkrechtstarter und Lander. Mensch, Paddy, was du alles weißt, sag mal, Flugzeuge hier und da, Start, du Junge. Also die starten nicht senkrecht, die nehmen aber einen relativ kurzen Anlauf und benutzen dann diese Rampe, können dann ihre Triebwerke hinten abklappen, haben noch einen Propeller hinter dem Cockpit und ja, deshalb gehen die über die Rampe. Also wer später dazugekommen ist, der kann vielleicht noch mal an den Anfang spulen, da gab es so ein 3-Minuten-Video. Also ich muss noch mal kurz was erzählen und berichtigen. Das weiß ich ganz sicher, dieses Schiff hat keinen Poddantrieb. Das garantiert nicht. Das Schiff hat einen Festpropeller auf, eine feste Welle und eine Hauptmaschine. Also nichts mit Poddantrieb oder Unterwassergetriebe und dergleichen. Nein. So, und jetzt sieht man auch, jetzt nehmen sie Fahrt aus dem Schiff raus und müssen wirklich gucken, wie sie das Fahrzeug jetzt darüber bekommen und im richtigen Winkel anlaufen und dann ganz vorsichtig quasi reindrehen, ne? Behutsam. Und da kann man sich ja auch vorstellen, ich sag mal, die Lotsen, ein Fahrlotse, der muss jetzt wirklich 5 Schlepper koordinieren. Ne? Das erfordert natürlich eine Menge an Konzentration. Glücklicherweise sind die Kollegen sehr gut geübt da drin. Aber die müssen jetzt wirklich alles auf dem Schirm haben, weil der Kapitän verlässt sich natürlich ganz darauf. Ne? Klar, der Lotse ist nur ein ortskundiger Berater, aber schlussendlich haben sie ja so viel Vertrauen. Also wenn ich mit der Nordic irgendwo eingelaufen bin und mal einen Lotsen hatte, dann weiß man eigentlich schon, man kann denen das vertrauen. Selber fahren tut man natürlich selber an- und ablegen. Aber der Lotse sagt schon genau, wie er jetzt agieren würde, welchen Schlepper er wohin schickt und dann gibt es natürlich die entsprechende Erläuterung dazu. Ne? Also ja, nochmal an der Stelle vielen, vielen lieben Dank für eure Unterstützung im Chat. Ich sehe das hier alles, aber ich hoffe, ihr habt Verständnis dafür, dass wir heute uns ein bisschen mehr auf die Moderation konzentrieren. Ich bin so froh, dass der Conny dabei ist und diese ganzen Fachinfos hat. Das hätte ich ja niemals liefern können. Von daher, ja, ein dickes Dankeschön für die Unterstützung, aber heute ausnahmsweise mal lesen wir nicht alles nochmal einzeln vor, aber fühlt euch alle ganz, ganz doll gedrückt. genau, wenn Fragen sind, immer gerne fragen, ist kein Problem. Also Ja, du sagst das einfach so, ne? Der Chat rattert so durch. Ja. Also wenn ich das jetzt lese, ne? Das Schiff ist einfach nur auf Besuch in Hamburg. Ja. Das, mehr nicht, das hat keinen besonderen Ja, Pyro-Olli Hintergrund, soweit ich das sagt, weiß. Pyro-Olli sagt, schickt doch mal eine Drohne hoch. Ja, ihr werdet lachen, aber wir haben natürlich auch hier neben uns Drohnenpiloten stehen. Die machen das auch ein bisschen für Fairplay. Also kann man sicherlich auch bei Instagram bei Fairplay später sehen, oder? Ja. Schaut mal Fairplay Towage Group bei Instagram und da werdet ihr sicherlich auch von dem Drohnenteam die eine oder andere Aufnahme sehen. Die stehen nämlich hier direkt neben uns. Haben sich kurzfristig noch zu uns gesellt. Wir können es leider jetzt nicht direkt im Stream liefern. Oder? Hast du einen Pro-Controller?
Ein Pro Watt? Conny und Captain Unfug. Du bist Captain Unfug? Wir könnten ein HDMI-Kabel reinstecken. Ja. Also da sieht man jetzt, ne? Der vordere Schlepper wird nach Backbord geschickt, damit er jetzt ein bisschen unterstützen kann. Und die achteren beiden laufen jeweils Conny, so ich muss mit. mal ganz schnell zu meinem Rucksack. Mach doch. Ich lasse mal mein Mikro hier. Ja, ja. Vielleicht kriegen wir das tatsächlich hin, dass die Jungs uns gleich nochmal... Ja, so einen Schlepper mal eben zu besichtigen. Ich weiß, vielen lieben Dank für das Interesse. Die Frage kommt wirklich häufig, aber das ist versicherungstechnisch doch sehr schwierig, weil, wie man sieht, die Fahrzeuge ja doch immer irgendwo im Gefahrenbereich und so dergleichen arbeiten. Ne? Naja. Yes, and I'm also say welcome to every one of our international friends. Ja, und das Manöver läuft natürlich langsam ab, ne? Damit das Schiff wirklich langsam da reinkommt. So, da bin ich wieder. Ja, wie viele Schlepper gibt es in Hamburg? Also wir haben eigentlich immer mindestens 5 bis 6 Schlepper in Hamburg, Standby. Ne? So. Kann noch mal ein bisschen mehr sein, kann noch mal ein bisschen weniger sein, in Abhängigkeit von Werfzeiten oder auch Verschiebungen an der Küste. Und unsere Marktmitbewerber, wie man ja so schön sagt, die haben natürlich auch, ich glaube, 7 oder 8 Fahrzeuge hier. So, das wäre jetzt natürlich der Knaller, wenn die Wenn das Kollegen mit- uns hier tatsächlich noch ein paar Drohnenbilder Ja, einfach mal einspielen. Da habe ich ja gar nicht mit gerechnet. ja. Das wäre natürlich jetzt der Oberkracher. Also aufgrund natürlich unserer vermehrten Außenwirkung, um das nochmal deutlich zu sagen, können sich vielleicht auch viele vorstellen, die Nachfragen sind wirklich immens. Ne? Also ob man mal irgendwo auf den Schlepper kann, ob man mitfahren kann, wissen wir wirklich sehr zu schätzen. Also es gab ja auch genug Anfragen, zwecks, könnte man irgendwo mitfahren oder so, gerade auch nach dem Schlepperballett, ne? Das war ja auch, glaube ich, nicht so schlecht. Es ist schwierig für uns wirklich, weil ich muss ja so sagen, wie es ist. Wir sind ja ein kommerzielles Unternehmen und wir sind ja eigentlich kein Unternehmen, was hier irgendwo Hafenrundfahrten. macht. Ja, Ja, genau. ja, Ne? ja. Das ist das Problem. Meinst du, kannst du uns ein paar Bilder Wie ist eine einspielen? Besatzung Der auf einem müsste Schlepper? eigentlich Ja, passen also für normalerweise sind es auf dem Hafenschlepper Hochhund. 3 Mann. Ne? Ein Kapitän, also Ach nee, du sprich hast ein Schiffsführer. einen, Dann hat man ja einen hast einen Decksmann, großen den sogenannten HDMI? Schiffsmechaniker und einen leitenden einen Ingenieur, der großen quasi für die HDMI hast Technik du? verantwortlich zeichnet. Ach, Mist. Und der Kapitän kümmert sich dann zusammen Ja, ja, mach mit dem mal. Matrosen natürlich um die Maintenance, also die Instandhaltung an Deck. Und in der Schleppschifffahrt ist es auch so, dass der Matrose meistens auch kocht. Ist nicht in Stein gemeißelt. Kann auch sein, dass das mal jemand anders übernimmt von der Besatzung, je nachdem, wer da so affin für ist. Aber in der Regel ist es so, wie ich sage. Ich habe den falschen Anschluss, er hat einen anderen Controller. Ach so, ja, hätte ja passen können, ne? Aber gut. Fairplay Touristik GmbH, ja. Ja. Ja, nee, eben nicht. Aber trotzdem nochmal danke für das Interesse an dieser Sache, natürlich. Ja. Ja. Ist das schön, dass es so viele... Ob ich auch koche? Ja, ich koche zu Hause. Ich habe ja auch als Schiffsmechaniker gekocht auf den Schleppern und klar, kochen, glaube ich, kann ich auch. Bis jetzt hat sich noch keiner beschwert oder sie war nicht ehrlich zu mir, ich weiß es nicht. Aber ja, klar. Nee. Und mit Kochen meine ich nicht nur Tomatensuppe machen, also was wir für Mützen aufhaben. Wir sollen uns mal zeigen. Wollen wir uns mal Das zeigen? machen wir nachher. Das machen wir gucken nachher. jetzt erstmal Im zum Schluss. Abspann. Zum Schluss machen wir das nochmal. Ach, guck mal hier, ich sehe gerade, wir haben eine Mama aus England im Stream, deren Sohn auf dem Schiff ist. Kannst du sie grüßen? Tracy Bailey. Tracy Bailey, welcome to our stream. I read that your son is on board of the HMS Queen Elizabeth. And greetings to England. Yes, many greetings. Nice that you found our live stream. Wir haben ein Kochbuch, ja, haben wir für Azubis. Weil die Azubis müssen das natürlich auch können, ne? Will immer noch die Jacke. Also,
Es gibt jetzt hier nicht alles, ne? Also demnächst laufen alle rum wie du. Ach, guck mal. Ja, kann natürlich passieren, ne? Nee, ich kann direkt mit HDMI ran. Das wäre natürlich jetzt richtig geil hier. So, soll ich mal gucken, ob ich ein Bild von dir habe? Ja, allerdings mit Overlays. Kannst du die abschalten oder kannst du auf Clean HDMI gehen? So, Gehen da wir sieht man, zurück. wird er ganz vorsichtig eingefädelt, ne? Also da sieht man nochmal, das geht jetzt alles im niedrigen Geschwindigkeitsbereich, ne? Denn man sagt ja nicht umsonst, viel Gas große Beulen, wenig Gas kleine Beulen. Nein, Quatsch, aber umso effektiver kann man natürlich auch die Schleppkräfte jetzt nutzen. Und desto schneller man irgendwo anläuft, das ist ja wie beim Autofahren, ne? Das ist so ein Grundsatz, wo man sagt, es ist immer schwierig, alte Geschwindigkeit aus dem Schiff rauszunehmen, als neue Geschwindigkeit reinzubringen, ne? Das ist natürlich immer schwieriger abzuschätzen, wann stoppe ich, aber alter Grundsatz, lieber einmal mehr stoppen als einmal zu wenig, denn sonst gibt das irgendwelche Beulen, ne? Und das wollen wir natürlich nicht. So. Ja, der Kutter soll ungefähr eine Woche hier bleiben, wie man so hört, ne? Ich habe den neueren Controller, gibt es irgendwo Ausgabe. Also die Schlepper haben jetzt relativ kurze Leine, ne? Das sieht man auch, damit sie das Fahrzeug eben also wirklich effektiv im Griff haben, für die erst später zugeschaltet haben, ich sag's nochmal. Das ist natürlich wirklich immer entscheidend, ne? Und dann so auch mitzulaufen, je nachdem, was der Lotse für Kommandos gibt, ne? Leg dich mal klar, 4 Backbord. Die Fairplay 94 ist ein ASD-Schlepper, der denkt jetzt quasi für den Lotsen einfach um und sagt, wenn er in der Freifahrt ist seine rechte Seite die Steuerbordseite, er ist mit seinem Bug fest. Deswegen ist jetzt seine Steuerbordseite die Backbordseite, so, damit der Lotse nicht umdenken muss in Abhängigkeit der ganzen unterschiedlichen Antriebsarten, die es beim Schlepper gibt, ne? Dann würde der Kollege ja, ich sag mal, sich noch mehr konzentrieren müssen und um das einfach zu umgehen, hat man da einfach mal so eine Vereinbarung getroffen und die Schlepperkapitäne denken einfach um. So. Und man sieht, ne, vorne zottelt er ihn einfach ein bisschen rein, beziehungsweise er ist klar auf ab, wie man sagt, so, wenn die Lotsen das Kommando geben in Hamburg, leg dich mal vorne klar zum, dann heißt das klar zum Abhalten. Also jederzeit klar zu sein, dass wenn der Lotse sagt, hau mal an, dass er dann wirklich einfach mal Last auf die Leine gibt. Ne? Das ist ganz entscheidend. Für die Planung der Schlepper müssen die Ausfahrten feststehen. Ja, also es ist ja mitunter so, dass wenn hier Fahrzeuge in den Hafen kommen, deswegen sind die Schlepper ja 24 Stunden Standby und auch immer besetzt. Da kommt ein Anruf und dann braucht man einfach einen Schlepper und dann kriegen sie den auch. Ne? So, und ausgehend gibt es eine gewisse Karenzzeit. Dann müssen sie meinetwegen 2 Stunden vorher bestellen. Bei abgehenden Schiffen, dann weiß man 2 Stunden vorher, wie viele Schiffe wollen raus, welche Schlepper brauche ich, welche Anzahl muss ich quasi planen. Ja, wir können ja das Drohnenbild einmal mit den Overlays einblenden. Ist jetzt natürlich nicht ganz so schön. Wir haben die nur gerade auf die Schnelle nicht ausbekommen bei dem Controller. Aber dann seht ihr das Ganze auch noch mal aus der Position. Fairplay 38 wird gleich von Steuerbordseite des Flugzeugträgers rumlaufen und zwar nach vorne hin. Nach vorne Backbord des Flugzeugträgers, ne? Denn der wird ja auch gleich zwischen Schiff und Pier rauskommen. Platz ist noch genug da, weil halt auch die Pontons da liegen. Ne? Das Heck sieht man schon von der 38, ne? Der hält sich da einfach nur Standby auf, um notfalls vielleicht das Heck ein bisschen in die richtige Richtung zu drücken. Aber dafür sind halt auch die Schlepper da. Ne? Und jetzt kann man sich auch noch mal vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel wirklich durch Starkregen Böen kommen würden und die Schlepper müssen agieren, dann muss man halt wirklich viel Kraft ins Schiff reinbekommen, ne? Und halt auch dynamische Bewegung. So, weil ein Schlepper, wenn das Schiff ein bisschen Fahrt macht, der steht ja nicht und zieht, sondern der wird ja selber auch angeströmt, so in einem gewissen Winkel. Entsprechend kommt natürlich auch noch mehr Leistung auf die Schleppleine rauf. So. Ja, hier die Jungs, das Fototeam von Fairplay, die haben natürlich eine Sondergenehmigung, hatten wir uns vorhin auch drüber unterhalten. Musste auch alles angemeldet werden, weil hier auch ein Helikopter unterwegs ist und so weiter und so fort. Also heute wäre das, glaube ich, keine gute Idee gewesen, eine nicht angemeldete Drohne hier fliegen zu lassen. Nee, um Gottes Willen. Na, ich hoffe, das ist okay. Die Overlays sind jetzt drin. Haben wir jetzt auf die Schnelle bei dem Controller nicht gefunden, aber... So, da läuft der schön ein. Und da sieht man das jetzt auch, ne? Die Fairplay 38 hat sich da sozusagen freigepoolt.
Das Schiff läuft jetzt ganz entspannt weiter an. Da sieht man auch diese beiden Pontons, die quasi in das Hafenbecken reinragen, wo das Fahrzeug rangeht. Ja. Nach Sperrbereich, also ja, es wird zum Teil ein militärischer Sperrbereich. Ja, also ist natürlich klar, dass da nicht jedes Fahrzeug einfach so einem Flugzeugträger sonst wie nahe kommen darf. Nur weil man vielleicht sagen will, man hat mal einen Flugzeugträger angefasst. Ne? Das geht natürlich eben. nicht. Klar. So ganz klar. Ja, aber ist ja ganz cool, das auch nochmal aus der Perspektive zu sehen, weil ich jetzt natürlich mit der anderen Kamera hier schon so ein bisschen von hinten reingucke. Von daher ist das natürlich ganz cool, jetzt nochmal so ein bisschen Ja, das ist diese Perspektive zu haben. Martin Papptransit ist da. Möchte gerne wissen, was so eine Schleppernummer wie diese hier kostet. Das weiß ich wirklich nicht. Das also, ist, das ist verhandelt, aber dafür haben wir Leute im Büro, die das machen, alles auf Augeshöhe. Da bin ich wirklich, da bin ich raus. Also auch nochmal ein dickes Lob an euch hier im Stream. Und ein dickes Dankeschön, dass wir nochmal diese Perspektive haben. Genau. Und jetzt sieht man, Fairplay 38 macht Achterausbewegung, wird gleich ein bisschen nach Backbord drehen und wird dann zwischen der gegenüberliegenden Pier und ein bisschen bugwärts von dem Schlepper rumlaufen nach vorne. Ne? Nach vorne auf die Backbordseite, ich sagte das bereits, des Flugzeugträgers, um dann da zu drücken. So. Und das sind eben so die Positionen, um das nochmal zu erläutern, für die, die auch später eingeschaltet haben, wo man eben gucken muss, welcher Schlepper mit welchen Abmaßen kann wo genau wirklich drücken und kommt wo zum Einsatz. Und das, ja, muss ich mir so ein bisschen überlegen. Und haben wir dann halt auch geplant, zusammen mit der Einsatzleitung, wie das dann auch funktioniert, dass die auch alle halt zur Verfügung stehen. Ne? Weil ja klar war im Vorfeld, dass das Schiff zur Assistenz 5 Schlepper haben möchte. So, ich gehe wieder auf die andere Kamera. Na? Ein dickes Dankeschön an euch, Sehr gerne. dass wir das Ja, das noch war wirklich super. dazu bekommen haben. Jetzt sehen wir natürlich nicht mehr viel, aber wir sehen jetzt, dass das Schiff nachher steht. Und dann, wenn das Schiff fast steht, dann vorsichtig ausgerichtet werden muss, dann ist es eigentlich in der Regel so. Dann wird nur noch gedrückt, oder? Genau, da geht einer vorne hin zum Drücken, vorne Backbord, der andere Steuerbord, Backbord achtern. Und dann wird das Fahrzeug eigentlich ganz parallel vorsichtig dagegen gebracht. Ne? Also der Schlepper vorne geht klar zum Abtauen, zum Abziehen, der Achtere auch. Und dann wird das Fahrzeug wirklich einmal richtig ausgerichtet und ja. Langsam zitter ich. Ich kann kaum noch die Kamera gerade bewegen. Ja, ein bisschen kalt, ne? Ja. Aber gut. Wir wollten es ja nicht anders und irgendwie ist es ja trotzdem ganz cool, oder? Auf jeden Fall. Moin. Aus Krefeld. Ach, aus Krefeld. Hallo. Hallo. Ja, genau. Ja, ein bisschen windig ist es auch, Ja. ne? Aber na gut. Aber gut, er ist ja jetzt gleich auch schon weitestgehend dran. Ja. Ich glaube, dann sieht man auch aus der Position hier nicht mehr so wahnsinnig viel. Nee. Aber hey, toi, 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 dass das trotzdem im Wetter so Na, halbwegs das wollte ich mal geklappt hat. meinen, Also also- wirklich, das, Wir haben vorhin schon ein grundlegendes, wie soll man sagen, einmaliges Erlebnis gehabt. Ich stand mit Paddy unter dem Regenschirm. Das werden wir nicht so schnell vergessen, ne? also es war wirklich klitschenass hier. Klitschi, klatschi. Ja. Ja, und so gesehen, auch, ich glaube, heute Morgen wäre es auch nicht so toll gewesen vom Licht her. Nee, ich glaube, dass einiges, was passiert, soll auch genauso sein. Und ich glaube, das ist auch genauso. Klar, der Hafen ist natürlich gut ausgeleuchtet, auch durch die Kran- und Hafenanlagen. Aber schlussendlich sehen wir so doch mit am meisten und haben auch am meisten mitbekommen. Ja. So, alles andere ist natürlich jetzt leider verschwindet, das gleich da hinten so ein bisschen im Hafenbecken. Aber gut, es gibt Schlimmeres. Und Ja, jetzt Open Ship und Besuchszeiten gibt es leider nicht. Also nur geladene Gäste habe ich gesehen. Also ja, hast du keine irgendwie- Einladung gekriegt, oder was? Ich habe keine Einladung. Ach so, ja, ich habe eine, Nee, aber nee. ich kann leider nur alleine hin. Also. Quatsch. So. Ja, Conny, dann musst du diese Einladung wahrnehmen und für uns da ein bisschen filmen. Aber jetzt sieht man es nochmal. Jetzt macht Peter sich quasi klar, um langsam zu drücken, ne? Um da ranzukommen. Können wir da mal ein bisschen reinzoomen? Fanny, geht das? Genau, da sieht man es. Ne? Da ist nochmal Takt, genau, die Stärke und da kann er nämlich gegenfahren. Und jetzt sieht man auch nochmal der erste Unterzug quasi, ne? Wenn er jetzt da vorwärts gegenfährt. Es ist eben so entscheidend, dass das Schiff bei dem Manöver fast steht, weil sonst müsste das Fahrzeug
quasi der Schlepper, wenn das Fahrzeug noch schnell genug wäre, im Spitzenwinkel ranfahren. Und dann hätte er vielleicht sogar ein bisschen Bewegung mit der Außenhaut. So. Und jetzt quasi tastet er sich da ganz vorsichtig ran, dass er klar ist zum Drücken. Fährt er seitlich mit und guckt, dass das alles so passt. Und dann legt er sich dagegen und dann ja, passt das alles. Ne? Und auf der anderen Seite Fairplay 94 sehen wir eben Achtern an Steuerbord. Der hat auch relativ kurz und kann das Schiff eben auch nochmal zu Pier rantauen. Ne? Das ist halt auch entscheidend, dass das nochmal funktioniert. Peter hat gleich Berührung mit der Bordwand. Der ist gleich gegen Achtern. Und jetzt seht ihr das, ne? Das Radargerät von Peter oben schließt ja fast, nicht ganz ab. Ne? Und jetzt stellt euch mal vor, der hätte 2-3 Meter mehr Tiefgang. Dann könnte das, glaube ich, auf jeden Fall, ich will mal sagen, vielleicht schon ein bisschen schwierig werden. Ne? Und jetzt sieht man, passt alles. Genau. Ja. Schön. Aber das sah doch alles ganz elegant und entspannt aus, ne? Ohne viel Richtig cool. hin und her. Also und, eine geile Aktion. Guck mal, Polizei fährt auch muss ich schon auch weg. sagen. Also das ist wirklich ganz toll. So, ja Conny, was meinst du? Es wird doch ganz schön frisch hier oben. Yes, Sir. Ne? Also so langsam, ich würde sagen, wir müssen noch mal die schönen Mützen in die Kamera zeigen. Auf jeden Fall. Also an der Stelle auch auf jeden Fall noch mal ein dickes Dankeschön an das Gin Hotel. Da können wir gar nicht oft genug Danke sagen. Also wenn ihr diese Aussicht hier cool findet, abends einen Cocktail schlürfen, Dachterrasse, bisschen Schiffe gucken oder wer sich für Silvester was gönnen will, man kann auch hier Feuerwerk gucken. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, eventuell im Hamburg Hafen Live das Silvesterfeuerwerk zu gucken. Ja, wer weiß, Ja? ne? Ja, oh, Mensch, bin ich durchgefroren. Aber Ja, ja. trotzdem, es war richtig, Hosennass, richtig cool. durchgefroren, egal. Conny, sensationell. Diese ganzen Infos, also alleine Gerne. zu dem Schleppermanöver. Also ich hoffe, Gerne, euch hat das gerne. genauso gut gefallen wie mir. Ich fand das super spannend. Ich glaube, ich muss mir den Stream noch mal in Ruhe angucken, weil Ich auch, ich gar wenn ich zu Hause nicht... bin. Aber das dauert noch ein bisschen. Ich konnte mich überhaupt nicht darauf konzentrieren, was du erzählt hast. Vielen, vielen Dank, dass ihr so zahlreich dabei wart. Also es kann Ja. sein, dass wir heute tatsächlich den Zuschauerrekord geknackt haben. Ich glaube, wir waren in der Summe mal bei knapp 9000 Zuschauern. Ich wünsche es dir. Ich habe gar nichts zu Also vielen, vielen Dank. Auf jeden Fall auch nochmal ein Dankeschön an alle, die auch finanziell unterstützt haben. Es tut mir leid, dass wir nicht auf alles eingegangen sind, aber ich glaube, ihr habt da heute Verständnis für, dass wir einfach mal der Moderation Ja. und vor allem der Fachinfo von Conny hier den Vorrang gegeben haben. Ja, Normalerweise, herzlichen Dank ja, für die Möglichkeit. normalerweise finde ich, gehört sich das immer für alles einmal Danke zu sagen, aber heute ging das nicht. Ja, dickes Dankeschön an Fairplay, dickes Dankeschön ans Gin Hotel, dickes Dankeschön an unsere Moderatoren im Hintergrund und natürlich auch ein dickes Dankeschön an alle, die eingeschaltet haben. Ihr Lieben, mal schauen, ob wir Samstag auch was geregelt bekommen. Wenn das Ding wieder rausgeht, dann muss er hier ja auch drehen. Wir gucken mal, wie das Wetter wird. Ja. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Genau. Mir ist ein bisschen kalt. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss, schönen Abend noch. Tschüss.